Wir sind eins. Es zeichnet sich ab, dass 2018 Dekasekundenbewusstsein der Menschheit zum gemeinsamen Bewusstseinsfeld erwacht. Auch wenn es massenmedial anders aussieht, weil die Journalie ihren krampfhaft an der Dualität festhaltenden, meistern, noch zu hörig ist. Der globale Frequenzanstieg lässt sich jedoch nicht verhindern. Es wird zwar vielen Menschen noch eine Zeit lang eingeredet, dass hauptsächlich sie die globale Erwärmung verursacht haben, um sie weiterhin global politisch zu gängeln, doch dieses Märchen wird sich nur noch kurz halten können. Unser ganzes Sonnensystem rast in einen neuen kosmischen Quadranten, dessen uns durchflutende Energien die vielen anstehenden Veränderungen mit sich bringen. Die hörige Presse schreibt nur noch nicht darüber, dass sich seit Jahrzehnten alle Planeten messbar verändern und die Erde ebenso diesem Update unterliegt. Die derzeit noch großteils brachliegende DNS der Menschen. Noch vor 10 Jahren hat sie unsere pervertierte Wissenschaft als Junk-DNS bezeichnet. Wacht durch die neuen Raumenergien immer mehr auf. Sanft und sicher. Damit es uns nicht die Sicherung durchhaut. Und die Erwachteren werden aus ihrem Innersten heraus angetrieben, den von der egomanen Elite in den Graben gefahrenen gesellschaftlichen Laden umzukrempeln und wieder auf Kurs zu bringen. Das Spiel der scheinbar noch Mächtigen geht bereits markant sichtbar zu Ende. Die darob hilflosen politischen Hampelmänner und Frauen sind verzweifelt. Hinter den Kulissen brodelt es schon ziemlich. Weil die noch ihre vermeintlichen Pfründe halten wollenden Macher des Weltgeschehens ahnen bis wissen, dass ihre Ära gerade dabei ist, auf dem Misthaufen der Geschichte zu landen. Die geistige Evolution der bislang mit modernem Anstrich versklavten Menschheit wird immer mehr vom erwachenden Bewusstseinsfeld der Menschheit geschrieben. Weshalb all diese korrupten Vasallen in den oberen Rängen der Machtpyramide durch die intensiven Energien aus dem Kosmos ins Ausgedinge abgeschoben werden. Bis sie sich dem neuen Bewusstsein anschließen oder in ihrer Verblendung ertrinken. Auch die aufsteigende göttliche Kraft des Weiblichen ist schon dabei, dafür zu sorgen. Viele erwachte Bewusstheiten reichen uns subtil aus den höheren Frequenzen soweit möglich ZB via Kornkreise die Hand, ohne gegen das Gesetz des freien Willens zu verstoßen. Wir Menschen müssen aus der dichtphysischen Erfahrung lernen und selbst erwachen, um für die nächste spirituelle Evolutionsstufe reif zu werden. Sobald der Erwachensgrad der terranischen Menschheit groß genug ist und wir gemeinsam danach handeln, werden all die auf sich selbst bezogenen Menschen von ihren eingebildet ewig währenden Positionen purzeln. Denn wir sind alle eins und die spirituelle Macht ist 2018 und darüber hinaus mit uns. Meine Lieben, meisten von uns ist es durchaus bewusst, dass die Menschheit sich momentan an einem ganz besonderen Punkt ihrer Geschichte angelangt ist. Wir befinden uns in einer Zeitperiode, die im gleichen Maße ziemlich spannend wie enorm herausfordernd ist. Es fühlt sich so an, als ob auf der Bewusstseinsebene von allem, was ist auf der Erde, das niederfrequente Alte lediglich in Form eines dreidimensionalen Hologramms ausgedehnter Systeme noch existent ist. Und das hochschwingende Neue in Mikro- und Makrostrukturen des menschlichen Seins immer deutlichere reale Umrisse bekommt und für unsere Zeitgenossen, die ihre inneren Systeme der fünfdimensionalen Wirklichkeit angepasst haben, bereits durchaus lebbar ist. Die Erdenmenschen, die die Qualität der heutigen Zeit bewusst und urteilsfrei wahrnehmen können, betrachten oft die gegenwärtigen planetaren Prozesse und den gesamten Übergang der Menschheit in die fünfdimensionale Erdenära als ein einmaliges globales Ereignis. Und in der Tat ist das, was wir heute auf unserem Planeten live erfahren, aus dem persönlichen Blickwinkel jedes einzelnen auf der Erde inkarnierten Individuums etwas Einmaliges, Eigenartiges und Besonderes. Doch aus einer höheren, universalen, kosmischen Perspektive betrachtend, gehören die gegenwärtigen Reinigungs- und Transformationsprozesse auf persönlicher wie kollektiver Ebenen des menschlichen Seins sowie auch die diese Prozesse auslösenden, unseren Planeten bestrahlenden kraftvollen kosmischen Energien wie auch die starken Veränderungen des Magnetfeldes der Erde und ihr dimensionaler Aufstieg zu dem sich kontinuierlich wiederholenden Kos.
Karmischen Vorgängen. Viele von uns, heute auf der Erde Inkarnierten, sind die uralten Seelen, die energetische Informationen aus ihren Lebzeiten in Lemurien, Atlantis und Co. in sich tragen. Die schmerzvollen Erinnerungen von der Endzeit dieser Zivilisationen wurden bei vielen teilweise gelöscht, denn diese Erinnerungen sind enorm dramatisch wie traumatisierend. Aber nichtsdestotrotz haben sehr viele von uns alten Seelen heute auf dem Planeten ein Déjà-vu-Gefühl, das sich dadurch erklären lässt, dass wir uns bereits das zigste Mal in dem gleichen energetischen Durcheinander befinden. Unsere Erde ist bekanntlich mehreren unterschiedlichen Zyklen unterworfen. Ähnlich dem Tag- und Nachtzyklus ist der sogenannte Präzessionszyklus auch als platonisches Jahr oder das Weltjahr bezeichnet. Der Zyklus der Präzession dauert ca. 26.000 Jahre. So lange benötigt die Erde, um sich einmal um sich selbst zu drehen und am Ende dieser Drehung in eine vollständige Synchronisation mit der Sonne und dem Zentrum der Milchstraße einzutreten. In einer Hälfte des Präzessionszyklus steigt die Energieschwingung unseres Planeten enorm hoch. Die 13.000-jährige hochfrequente Periode ist mit der Tageszeit des Tages-Nacht-Zyklus vergleichbar. Wenn die Sonnenstrahlen die Natur zum Leben erwecken und die Lichtenergie den Tag nach und nach ausfüllt. In der anderen Hälfte des Präzessionszyklus verliert die Erde drastisch an ihrer energetischen Schwingung und gelangt durch die Eigendrehung des Sonnensystems in einen energetisch dichteren Bereich. Diese niederfrequentere Zeitperiode ähnelt der Nachtzeit, wenn das meiste Lebende auf der Erde in den Schlaf fällt, seinen natürlichen Instinkten folgend. In den letzten 13 Jahrtausenden befand sich die Menschheit in einem abfallenden Bewusstseinszyklus und letztendlich in einem tiefen Schlaf. In dieser Zeit verloren wir nach und nach unsere Verbindung zu der Quelle und durften dadurch die Dualität und die Trennung in uns selbst und in unserer Außenwelt erfahren. Heute befinden wir uns wieder mal exakt an dem Wendepunkt des irdischen Präzessionszyklus und dürfen uns für die nächsten 13.000 Jahre an der Erschaffung der neuen Erde beteiligen. Eine Wandlung bedeutet aber zuerst immer ein Chaos, hinter dem sich klare, starke, tragende Strukturen befinden, die in dem Bewusstsein von immer mehr erwachten Erdenbewohnern bereits fest verankert sind. Das Durcheinander, das wir momentan auf unserem Planeten erfahren, ob auf individueller Mikroebene oder im Kollektiv, ist also ein durchaus natürlicher Zustand der inneren wie äußeren Systeme während ihren radikalen Erneuerungen. Das individuelle ganzheitliche System des Einzelnen wird so lange stark herausgefordert, bis man sich selbst vollständig von sämtlichen Ego-Programmen befreit und somit sein inneres System für die fünfdimensionale Wirklichkeit der Einheit auf dem aufgestiegenen Planeten vorbereitet. Nicht jeder Erdenmensch hat sich aber auf der ätherischen Seelenebene zum Aufstieg auf und mit der Erde bereit erklärt. Deswegen schlafen ja noch viele von uns, sie soll man auch weiterhin schlafen lassen und seine Energie in die eigene Erlösung investieren. Die aktuellen gesellschaftlichen Krisen, die momentan auf der Erde herrschen, deuten ebenfalls darauf, dass auch in den äußeren Strukturen gewaltig geschüttelt und gerüttelt wird, bis diese veraltete destruktive Systeme gänzlich zusammenbrechen, um den Platz für die neuen fünfdimensionalen Konstrukte des menschlichen Zusammenseins auf der Erde frei zu machen. Der Quantensprung der Erde ist gesichert, meine Lieben. Egal wie stark und lange wir uns an den alten ausgedehnten dreidimensionalen Programmen festhalten mögen. Die Programme des Trennungsbewusstseins gehören zu dem vergangenen Zyklus und haben bereits völlig ausgedient. Von daher hat es keinen Sinn, unsere Lebensenergie in die Vergangenheit zu investieren. Es macht mehr Sinn, uns geistig wie mental auf das kommende Neue auszurichten und das zu manifestieren. Wenn es soweit ist. Und die Erde sich noch mehr schütteln und rütteln möchte. Um sich weiterhin physisch auf die neue hohe kosmische Frequenz einzustimmen. Dann tut sie es, ob es uns ihren Bewohnern passt oder nicht, denn das ist ihr Recht, sich selbst regelmäßig reinigen und entlasten zu dürfen. Bei diesen globalen Prozessen fahren die Magnetfelder der Erde samt ihrer alten Informationen vollständig runter und das neue energetische Betriebssystem wird gestartet.
Einem sensitiven Menschen kann es in der letzten Zeit nicht entgangen sein, dass die Erdmagnetfelder bereits stark am Abnehmen sind mit steigender Tendenz. Es ist die Tatsache, dass durch die immer intensiveren großräumigen tektonischen Vorgänge in der äußeren Erdhülle in mehreren Regionen des Planeten extreme Naturkatastrophen zu erwarten sind. Erdbeben, Überflutungen, Tsunamis, Vulkanausbrüche etc. Unsere liebe Gaia ist zwar sehr bemüht, möglichst viel Land und Lebewesen zu verschonen. Es ist aber durchaus nachvollziehbar, dass ein planetarer Quantensprung ganz opferfrei nicht stattfinden kann. Es werden viele von uns gehen dürfen, die ohnehin über nicht genügend Energie und Bewusstseinspotenzial verfügen, um den Planeten nach seinem Aufstieg weiterhin bewohnen zu können. Wir Menschen bekommen seit Jahrzehnten mehrere großartige Chancen, unsere individuelle Energiefrequenz zu erhöhen und somit unsere ganzheitlichen inneren Systeme für den planetaren Aufstieg vorzubereiten. Nicht jeder Mensch ist aber fähig und bereit dazu, auf die fünfdimensionale Bewusstseinsebene zu wechseln, was ich bereits oben in diesem Text erwähnt habe. Einige Menschenseelen würden von daher ihr Erdendasein beenden müssen, wenn ihre Energiefelder mit der 5D-Schwingungen der Erde inkompatibel wären. Dafür bekommen sie aber wunderbare Möglichkeiten, ihre dreidimensionalen Erfahrungen unter für sie bequemeren energetischen Bedingungen in anderen Lokalitäten fortzusetzen. Es ist alles gut, wie es ist, meine Lieben. Und es wird immer besser. Richtet bitte euren Fokus nicht darauf, was gehen mag, und nicht auf das Chaos im Außen. Wir können die Erde sehr gut unterstützen, indem wir uns selbst auf die neue fünfdimensionale Ära vorbereiten und das manifestieren, was in der neuen Ära kommen mag. Denn das, was gehen soll, wird ohnehin bald verschwinden, ob wir es wollen oder nicht, und die Stunde Null wird auch sicher kommen. Es ist heute 1 vor 0. Das Erdbeben erreicht seinen Höhepunkt, wie der letzte Schmerz und kraftvolle Aufschrei einer gebärenden Frau, bevor ihr Kind sein Köpfchen zeigt. Alle Höhlen der Erde, die von Sklaventreibern betrieben wurden, werden zugeschüttet. Und dann kommt die Stille. Und dann kommt die Leere, und dann bleibt die Zeit stehen, und die von der Geburt erschöpfte Mutter nimmt ihr Frischgeborenes auf den Arm und legt es auf ihr mit Liebe befülltes Herz.